Hallo, ich bin Anna Huber aus dem Homeoffice und ich werde heute wieder ein paar Fragen zu einem Bild aus unserer Sammlung beantworten. Passend dazu, dass ich im Homeoffice bin und so viele von euch, wird es heute um ein Bild von einem Büro gehen. Und zwar von dem zeitgenössischen Künstler Thomas Demand aus dem Jahr 1995. Wie immer könnt ihr das Bild in der digitalen Sammlung finden. Die Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten. Wenn man mehr als nur oberflächlich hinschaut, dann erkennt man jedenfalls sofort, dass hier ein Papier- oder Pappmodell eines Büros abfotografiert wurde. Thomas Demand hat viele unterschiedliche solcher Papierräume unter sehr hohem Aufwand gebaut, sie abfotografiert und anschließend wieder zerstört. Das heißt, was wir hier sehen, existiert gar nicht mehr und hat als realer Raum vielleicht nie so existiert. Der Fotografie, das sagt uns Thomas Demands Kunst immer wieder, sollte man nicht leichtgläubig trauen. Die Papiere, das Chaos, das ist verräterisch und das führt uns dann auch zu einem Büroraum, der in der Geschichte eben doch existierte. Und zwar in der Staatssicherheitszentrale in der Ostberliner Normannenstraße. Thomas Demands Kunstwerk geht auf ein Pressefoto zurück, das am 16. Januar 1990, 3 Monate nach der Wende, einen Tag nach der Erstürmung der Stasi-Zentrale durch Bürgerrechtler und Demonstranten im Magazin Der Spiegel erschien. Ein journalistischer Schnappschuss, schwarz-weiß, ihr könnt es leicht im Netz finden. Was wir hier also sehen, sind Spuren der Menschen, die ein Ende der Bespitzelung forderten. Und die haben übrigens dann auch das verhindert, was führende Politiker in Ost und West damals forderten, die Vernichtung der Stasi-Akten. Demand abstrahiert den historischen Raum, er reduziert ihn auf das Wesentliche und er lässt die Details, zum Beispiel die Gardinen, die man auf dem Pressefoto erkennt, aber auch das Gedruckte auf den Papieren weg. Und er bedient sich dabei ganz klar an der Sprache der Abstraktionen der Kunst des 20. Jahrhunderts. Wir sehen die Grundfarben, Rot, Blau, Grün, Gelb, aber auch die Rastermuster, das Prinzip der Serie der abstrakten Kunst. Man ist erinnert an die Minimal Art, an die Kunst der frühen Avantgarden des 20. Jahrhunderts, zum Beispiel an die Gemälde von Piet Mondrian. Durch diese Mittel der Abstraktion scheint Demands Fotografie zu fragen, was ist denn die abstrakte, die wesentliche Bedeutung unserer Bilder des Sturms auf die Stasi-Zentrale? War das ein Wendemoment, das Ende eines Systems und der Beginn eines neuen? So wie in der Kunstgeschichte auch die Sprache der Abstraktion das traditionelle Prinzip der Naturnachahmung abgelöst hat? Demands Kunst hat so viel mit uns heute zu tun. Die Frage, wie Medienbilder die Erzählung von gesellschaftlichen Vorgängen bestimmen, die geht uns alle was an. Pressefotos wie das des erstürmten Stasi-Büros, die prägen oder konstruieren ja vielleicht erst unser Verständnis und unsere Erinnerungen an bestimmte Momente der Geschichte. Und so fragt uns Demands Fotografie heute ganz konkret, mit welchen Schlüsselbildern werden wir die Corona-Krise als historische Krise erinnern? Wie wird sie in unser Gedächtnis eingehen?